Mit dem Kajak kommt man an Orte, an die man sonst nicht hinkommt. Ich fahre seit 14 Jahren Seekajak, aber eine Sache hat mich dabei schon immer gestört. Außerhalb vom Wasser kann man so ein Kajak eigentlich nur auf dem Autodach transportieren. Aber mit dem Oru Coast ist der Transport kein Problem mehr. Erstmal vielen Dank an den Outdoor Shop Yong für die Unterstützung. Sie haben mir das Oru Kajak zugeschickt und mit dem Code Baltic Search 10 bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment Rabatt. Und dieser Kanal hat auch noch ein bisschen was davon. Das Coast ist das längste der Einer-Kajak-Modelle von Oru. Durch den einmaligen Look fällt das Oru-Kajak immer auf. Das etwas durchsichtige Material und die sehr kantige Bauweise erinnern an traditionelle Grönland-Kajaks. Auch wenn die Abmessungen ganz andere sind. Das Oru Coast ist 4,93 Meter lang, 64 Zentimeter breit und 14,5 Kilogramm schwer. Eingepackt ist es so groß wie ein sehr großer Koffer. Im Flugzeug könnte es als Sperrgepäck mitkommen und im Auto im Kofferraum. Ich bin damit mit Bus und Bahn gefahren. Das kleine Packmaß ist ein riesiger Vorteil im Vergleich zu normalen Kajaks aus Glasfaser oder PE. Da braucht man eigentlich immer ein Auto mit Dachgepäckträgern. Jeder, der schon länger paddelt, kennt das Problem. Als ich das Oru-Kajak das erste Mal von meiner Wohnung zum Kanal getragen habe und dann losgepaddelt bin, war das einfach ein tolles Gefühl. Das gibt einem einfach nochmal viel mehr Freiheit beim Paddeln. Also ist schon echt geil, dass man das auf der Schulter tragen kann und dann direkt ins Wasser setzen kann und lospaddeln kann. Ich habe das Kajak das erste Mal in meinem Wohnzimmer aufgebaut. Das war auch gut so. Man muss nämlich erstmal verstehen, wie man aus diesem großen Stück Plastik ein Kajak formt. Das erste Aufbauen hat bei mir ca. 30 Minuten gedauert. Der Hersteller gibt 10 bis 15 Minuten an. Aber nachdem ich den Prozess einmal verstanden habe und die Kniffe kenne, schaffe ich es jetzt auch in 10 Minuten. Kleingefaltet ist es nach 5 Minuten. Durch das geringe Gewicht ist die Beschleunigung vom Oru super. Verglichen mit einem PE-Kajak ist es ungefähr halb so schwer. Das ist ein riesiger Unterschied, den man natürlich nur merkt, wenn man ohne viel Gepäck fährt. So, ich habe gerade mal die Zeit gestoppt. 16 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,5 km/h. Mit einem meiner Seekajaks bin ich natürlich schneller unterwegs, aber wer möglichst viel Schnelligkeit sucht, sollte sich ein Rennkajak holen. Das Oru Coast ist super kippstabil. Mit 64 cm Breite ist es aber auch echt breit. Beim Reinsetzen muss ich überhaupt nicht aufpassen, reinzufallen. Ich persönlich hätte es aber lieber 10 cm schmaler und auch flacher. Dann wäre es deutlich sportlicher und bestimmt auch noch etwas kleiner und leichter eingepackt. Ich hatte anfangs etwas Bedenken, dass durch die Breite das Paddeln eingeschränkt wird. Aber dadurch, dass es vor dem Cockpit steil runtergeht und die breiteste Stelle ungefähr auf Oberschenkelhöhe ist, kann man das Paddel ganz gut und angenehm durchziehen. Mit fast 5 Metern Länge fährt das Kajak lange geradeaus. Leider tendiert der Bug manchmal dazu, Blätter zu fangen, die im Wasser treiben. So baut sich dann eine größere Bugwelle auf. Der Sitz ist für mich ziemlich ungewohnt. Bei meinen Kajaks habe ich an den Hüften Halt zum Kajak. Durch diesen Kontakt habe ich dann volle Kontrolle über das Kajak. Beim Oru habe ich nur unter dem Sitzpolster und an der Fußstütze Kontakt zum Boot. Mit Gewichtsverlagerung kann ich trotzdem noch etwas steuern. Die Fußrasten kann man ganz flexibel einstellen. Ich habe aber gemerkt, dass es mich bei langen Fahrten etwas stört, dass sie in der Höhe variabel sind. Aber das sind vielleicht Abzüge, die man bei Faltkajaks generell machen muss. Richtig schön finde ich dagegen den Söhlrand. Hier kann man auch wie gewohnt eine Spritzdecke drüber ziehen. So, jetzt muss ich nur noch sehen, ob es rollt.
Für mich ist das Oru Coast super für Flüsse und Seen wie die Alster. Auf der Außenalster und der Elbe habe ich gemerkt, dass es bei viel Wind schwierig ist, den Kurs zu halten. Durch die hohe Form und ohne ein Steuer oder Skeg ist es ziemlich windanfällig. Gerade auf dem offenen Meer, wo fast immer Wind und Wellen sind, würde ich es deshalb nur an windstillen Tagen benutzen. Aber der einmalige Vorteil vom Oru ist das Packmaß. Man kann es einfach in der Wohnung lagern und wann und wo man will aufbauen und lospaddeln. Das Kajak ist perfekt für jemanden, der viel an unterschiedlichen Orten unterwegs ist und trotzdem nicht auf das Paddeln verzichten möchte. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das Beste am Kajakfahren ist, dass man damit an Orte kommt, an die man sonst nicht hinkommt. Ja, und ich glaube, das Beste an dem Oru-Kajak ist, dass man damit an Orten paddeln kann, an die man sonst gar kein Kajak mit hinnehmen kann.